Ja, hallo meine Lieben und willkommen zurück zu You Don't Know Jack 2015. Mittlerweile sind wir bei Episode 23 Overgrown Backyard Supply Store. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein Spiel ohne große Einleitung. Go! Yay! Mal sehen, was uns heute erwartet. Okay. Alles klar, Cookie. Gib mir einen schönen Namen. Fuckly, ach, dankeschön. Fühl mich geehrt, danke. And your wrong answer of the game is being sponsored by Overgrown Backyard Supply Store. Because rusted out old washing machines don't just buy themselves. Pick the wrong answer associated with our Backyard sponsor to win a Supply fabulous Store. prize and big cash. Ja, wird schwierig, das rauszufinden, aber Okay, let's hit ich it. halte ein Auge offen. Aber letztes Mal habe ich auch nicht alle gefunden, also alle falschen Antworten der Runde. Aber es ist manchmal gar nicht so First einfach. down the docket. Sorry for all the phallic imagery. You know, Sigmund Freud once said, sometimes a cigar is just a cigar. And that's true. Everything doesn't have to secretly, subconsciously be sexual. That said, which common cigar Es size kommt drauf would an. look like the smallest penis? Presidente, Corona, Churchill, or Gigante? Ah. Ja gut, jetzt müsste man sich mit Zigarrengrößen auskennen. Gigante, Corona ist wahrscheinlich Churchill? I think you know it's coming. Ich habe doch keine Ahnung. It was begging to be picked. Compared to these other Corona? monster cigars, the Corona is only a respectable 5.5 to 6 inches. And it has a girth of, you know what, I'm gonna stop talking about Tja. this. Ich glaube, in einem anderen Kontext bringt Corona viel mehr Schaden, ne? Als... Try this on for size. Warte, jetzt schon. Kangaroo, peanut, Oh, jetzt schon. Albert Zweite Einstein, Frage. or Uranus. Interessant. Albert Einstein, oh, Uranus. Jetzt kommt schon wieder was total Abwegiges, was man nicht wissen A kann hier. character in the game series Tekken. Kangaroo, peanut, Albert Kangaroo. Einstein. A boxing kangaroo named Roger Yes. is a recurring character in the popular fighting game franchise Tekken. Ich muss sagen, ich habe Tekken zwar nie wirklich gespielt, aber ich weiß, dass da irgendwelche Tiere vorkommen. Känguru, ich glaube, da gibt es noch ein... Ja, Bären gibt es noch. Ich glaube, Raptor hat auch gerade gesagt, weiß ich gar nicht. Ein Alligator, weiß ich gar nicht. Aber ich habe gerade noch so einen Bären im Kopf. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Aber, oh. How could you best describe the bromantic relationship going on with the brothers Grimm? A bro-on-bro bromance? A bro-on-bro-on-bro What? bromance? A bro-on-bro-on-bro-on-bro bromance? Or a solo bromance? Was? Time is short. Bro und Bro, ich verstehe die Frage nicht, tut mir leid. Apparently you've never heard of giving it that old college try. This would have been a nice choice. There were two brothers Grimm, Jacob and Wilhelm. Ach so ist das. Ich dachte, das wäre zu offensichtlich. Oh, In his naja. later years, Jacob Grimm fell under a terrible curse, but Wilhelm saved his life with Okay. a fist bump of true love. Ich verstehe, es war wieder, ich habe wieder viel zu kompliziert gedacht. Ich dachte jetzt irgendwie, naja. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Kann auch sein, gar nichts gedacht habe. Alles Next Möglichkeiten. up, the either-or conundrum. And a squared plus b squared equals this or that. This or that. Jetzt ein bisschen I'm gonna read off physikalisch. 7 Bitte items, and nicht. for each one, I want you to tell me if it's a famous mathematical Oh theorem Gott. or the title of an episode of the Big Ja, Bang kenne ich mich Theory. mit beiden If Sachen it's überhaupt a nicht aus. Big Bang Theory habe ich nie mathematical geguckt, weil ich es total press the unlustig left fand. arrow. If it's an episode of the Big Bang Theory, press the right arrow. Cool, Ah, let's zum do Glück it. ist nicht both, okay. The Vengeance Formulation. Ich rate jetzt einfach. Escalation. The four-color problem. Ja, das ist Mathematik. Das weiß ich durch Persona 5 tatsächlich. The egg salad equivalency. The friendship theorem. Aha, was? Cold groin extrapolation. Ja, gut, dafür, weil ich keine Ahnung hatte, war das doch ganz okay, ne? Hätte schlechter laufen können. Immer her mit dem Geld. Give it to I me. like the Big Bang Theory. Finally, there's a show that treats me like an intellectual equal.
Man, I cannot get this toast out of the toaster. Stupid fork. Get that toast out of there. Ja, das ist sehr schlau, Cookie, ne? Ich glaube, das machst du einmal, wirst du nie wieder deinen Toast toasten können. Here's one I like to call Nice to meet you, lady. Okay, Let's say Hannibal Lady Lecter, ne. Gaga were on her way to another award ceremony, but this time sporting a kosher meat suit. Ja. If she wanted to keep it kosher, what Ja. crazy mode of transportation should she not use? A Not giant use. egg wagon, a giant wheelbarrow of flour, a giant rolling aquarium of syrup, or a giant motorized bathtub Not of milk? use. Ja, Koscher, weiß ich gar nicht. Watch the clock. Eier? Also ich kenne das jetzt nur mit Fleisch, aber... This answer is worse than some of the songs on Art Oder sind Pop. auch andere tierische Produkte gemeint. Ich kenne mich aber leider nicht so aus, tut mir leid. Mixing meat and dairy is definitely against kosher law. Aha, okay. But everything else Lady Gaga does is totally religiously acceptable. Na gut, jetzt wo er es sagt. Jetzt muss ich an eine Kenny vs. Benny Episode denken. Wo die Bestrafung auch war, der andere, oder das Kenny, was war das? Schweinenase futtert und Milch dazu trinkt. Und das war die Episode, wer ist der bessere Jude? Also, darauf bezieht sich das dann wahrscheinlich, aber... Naja, man lernt nie aus, ne? Ah, I had a bad stream. Which odd, super specific movie genre might Netflix use to categorize the film? Oh, Eraserhead ist ein genialer Film. Quirky dysfunctional families set in a bomb shelter. Suspenseful clown movies inspired by true stories. Gritty industrial. David Lynch's 1977 classic film Eraserhead is set in a nightmarish industrial town where the protagonist has a son that looks like a mutant. Ja, total abgedrehter Film, aber gut, was anderes erwartet man von David Lynch nicht, ne? Aber wie gesagt, David Lynch, genialer Regisseur. Ich sag mal, hätte ich schnell die Antworten gelesen, hätte ich auch mehr Punkte bekommen, aber das ist halt manchmal so lange Antworten, ne? Also, manchmal kommt man gar nicht hinterher. Excited and frankly a little scared that we're bringing a real live bear into the studio for this next question. Ja, warum nicht? Oh nein! Geh weg! One's made of skin, one's made of wood, so who's the dummy? Not me. Ja, wenigstens ist es Betty, glaube ich, ne? Not you get me. That's O'Brien, Dilly O'Brien's sister, who looks a lot like Dilly in a wig. That is actually a Turgeon who just looks... Yeah. We don't need to explain it again. Just ask the bear question, Betty. Ich freue mich für Betty, ne? Which kind of bear is the most cunning bear in the world? Ja, gute Frage, ne? Polar bears, black bears, brown bears, or Panda panda bears? Ja, keine Ahnung. Sind die alle irgendwie vom Aussterben bedroht mittlerweile, also... Da sollte es nicht mehr so viele geben, also Braunbären glaube ich nicht. Hello? Vielleicht Panda-Bären? Panda bears? I know these questions can be hard to read. Ich weiß es but nicht! not that Die sind hard doch to alle read. fast tot und ausgestorben. Oh, you're gonna kick yourself. Brown bears, Brown which bears? grizzly bears are part of, are the most common and least Immer noch, ich endangered dachte, die wären bears schon in the fast tot, world. alle. Ja. I suppose you want me to Drowned leave deers. now. Does a bear shit in the woods? Yes it does. I saw a bear in the woods when I was a little sapling. It was horrible. The strays everywhere and it gets stuck in their fur and there's bits of Ih, beschreib das doch nicht! Oh, and the smell. It smells like... The f is wrong with you? It's a rhetorical question. Get out. Ih. Tja, ne, schönes Kopfkino dabei. Wie ein Bär sich ins eigene Fell kackt hier und das alles Klabustro-Bärmäßig verklebt. If Coco Chanel's first perfume had set a precedent for what the first of anything should be called, what would be true? January 1st would be January 3rd, Rocky would be Rocky 5, Pope Francis would be Pope Francis the 7th, or your first child would be your 19th child. Was? Time's wasting. Keine Ahnung. Well, you know, Ich verstehe die Frage nicht mal. The 19th Hä? child always has it the hardest. This would have worked.
The first fragrance sold by Coco Chanel back in 1921 was Chanel No. 5. So the first Rocky movie would be called Rocky 5. Boah, das soll ich wohl wissen. Also This ganz numbering ehrlich, system was also used by another modern classic, Mambo No. 5. weil ich mich auch den ganzen Tag mit Coco Chanel voll parfümiere, ne? How about, is our children learning? I was watching a little Nick Jr. yesterday during my me time, and it seems like all their show titles are just nonsense words. Lalaloopsy, Team Umizoomi. Because every word in its title is an actual word in the English language, which of these Nick Jr. shows might be the most educational? The Backyardigans, Yo Gabba Gabba, Wow Wow Wubsy, or Bubble Guppies? Ein actual word, na Guppies. Guppies sind doch eigentlich, gibt's doch als Wort, oder nicht? Bubble is a real word, obviously, and so is Guppies. Nick Jr. did it. Yeah. They titled an entire show using actual English. Ja, ne? Of course, that can sometimes be misleading. I've tried to watch that weiß doch Dora gar the nicht mehr, was Guppies Explorer waren. before, and half the time it sounds like she's speaking a completely different language. Aber naja. Question 10 in the park. Oh. Nice. So, na dann, Coming vorletzte up Frage next, hier. Corn Blakes. What might it sound like if Frosted Flakes mascot Tony the Tiger read the opening line of William Blake's famous poem, The Tiger? Tiger, tiger, burning bright. Tiger, tiger, proudly poised. Tiger, tiger, erste free and wahrscheinlich, oder? fast. Ich habe das Tiger, Gedicht leider nicht tiger, gelesen. sugary sweet. The first line of William Blake's The Tiger is Tiger, tiger, Ja, burning klingt bright. nach Or in Shakespeare. Tony the Ah nee, Tiger's Quatsch, speech, nicht Shakespeare, burning William Blake. Ich habe die ganze bright. Zeit an Shakespeare. It's not a Ja. terribly long poem, but it takes Tony the Tiger Ja, like ich hab nur 7 William hours gelesen. to read it out loud. Ich habe an Shakespeare gedacht. Aber ich hab's richtig, das ist die Hauptsache, ne? Also, wie ich zu der Antwort komme, ist ja letztendlich egal. So, Jack Attack. Step right Give it to me. Oh, I'll Ich bin just bereit. shut my mouth then. Here's your clue. Yes. Exit stage. Right. You left what TV show before it finished? Good luck. Oder irgendwelche Namen, oder? Oh, ich will es doch nicht. Ich weiß nicht, wer Shelley Long ist. West Wing. Keine Ahnung. Oh, ich drücke gar nichts mehr jetzt hier, ganz ehrlich. Weg, komm. Ich weiß nicht, wer Shelley Long ist, muss ich sagen. Steve Carell, das ist jetzt, das weiß ich, aber das müsste The Office sein. Da gibt es ja zumindest ganz viele Memes dazu. Ich habe The Office noch nie gesehen. Aber sollte ich eigentlich mal nachholen. Das soll ziemlich lustig sein. Donald Glover. Das ist auf jeden Fall eine fantastische Serie namens... Na, komm schon. Community, komm. Oder? Der hieß doch so, oder nicht? Doch. Community. Grandiose Serie. Von Dan Harmon, dem Erfinder von... Dings ja. Rick and Morty. Catherine Heigl klingt nach Grey's Anatomy. Weiß nicht warum, aber ich habe gerade die Assoziation im Kopf gehabt. David Caruso. War das nicht der von... David Caruso? Nee. Grey's Anatomy? Hat die irgendwas hier mit... Ich will nichts drücken, ich habe Angst. Show that got worse, ja. Wahrscheinlich. Misha Barton. Keine Ahnung. Nee, Doctor Who nicht, das würde ich wissen. Ich würde es ja wissen, wenn das in meinen... Ja, sozusagen... Wenn das in der Serie auftaucht, nach der ich mich benannt habe hier. Letztendlich. Ja, weiß es nicht, tut mir leid. Christopher Maloney! Der Maloney! Ich kack so ab. Aber ganz ehrlich, hättet ihr das gewusst, jetzt mal ganz ehrlich, also... Ein, zwei Sachen, okay, ne? Aber die meisten, das sind nur Serien, die sind ja gar nicht mal so extrem bekannt. Naja, ist nicht schön, ja. Könnte aber schlimmer sein. Naja, was will man machen? Alles klar. Ja, das ist ein trauriges Ergebnis, aber ich sag mal, ich war schon mal schlechter, ich war schon mal besser. Es ist ja erst die erste Runde von 4, deswegen würde ich sagen, geht's einfach weiter. Bis gleich.